Heidelberg, weltberühmt für seine malerische Altstadt, das Schloss und die älteste Universität Deutschlands. Doch wusstet ihr, dass die Geschichte dieser Stadt hunderttausende Jahre zurückreicht, weit vor jeder Zivilisation? Unsere Reise beginnt im Altpaläolithikum, der ältesten Epoche der Altsteinzeit, vor rund 600.000 Jahren. In einer Sandgrube bei Mauer südöstlich von Heidelberg machte der Arbeiter Daniel Hartmann im Jahr 1907 eine bahnbrechende Entdeckung: einen Unterkiefer, und zwar nicht irgendein, sondern das älteste Fossil der Gattung Homo, das bisher nördlich der Alpen gefunden wurde. Seit der Bergung während des Zweiten Weltkriegs fehlen allerdings 2 Backenzähne auf der linken Seite. Schon 1908 wurde der Fund erstmals wissenschaftlich beschrieben durch den Heidelberger Paläontologen Otto Schoetensack. Er erkannte sofort, dass der Kiefer zu einem bislang unbekannten Menschentyp gehörte. Kein Wunder, Schoetensack hatte die Grube fast 20 Jahre lang überwachen lassen, weil dort immer wieder Überreste von Nashörnern, Elefanten, Büffeln und anderen Großtieren ans Licht gekommen waren. Er brachte den Arbeitern sogar bei, menschliche Fossilien zu erkennen. Der Kiefer wurde schließlich als Typusexemplar einer neuen Menschenart bestimmt und nach dem Ort seines Fundes benannt: Homo heidelbergensis. Diese Art nimmt eine Schlüsselrolle in der menschlichen Evolution ein, irgendwo zwischen Homo erectus, dem Neandertaler, und dem modernen Menschen. Der Unterkiefer stammt vermutlich von einem Mann, ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und, wie Spuren zeigen, bereits von Paradontose und Arthrose geplagt. Wie der Name Homo erectus schon andeutet, hatten diese frühen Menschen bereits einen aufrechten Gang. Sie besaßen ein markantes vorstehendes Kinn, kräftige Augenwülste und eine relativ steile Stirn. Sie waren ausgesprochen geschickte Jäger und Sammler. Auf ihrem Speiseplan standen Pflanzen, Wurzeln, Pilze und Honig, aber auch Fleisch und Fisch. Sie lebten in einfachen Hütten, nutzten Feuer und zogen in kleinen Gruppen durch eine Landschaft, die von Mammuts, Wildpferden und riesigen Auerochsen bevölkert war. Ein spektakulärer Fund im Tagebau von Schöningen in Niedersachsen bestätigt, dass diese frühen Menschen bereits koordinierte Großwildjagden durchführten. Man entdeckte 9 Wurfspeere, hervorragend verarbeitet und so ausbalanciert, dass sie durchaus mit modernen Wettkampfspeeren mithalten können. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut euch doch mal in Heidelberg die Antikensammlung der Universität an, besucht das Kurpfälzische Museum in der Altstadt oder die Ausstellung zu diesem Thema im Rathaus von Mauer. Damit endet unsere Reise in die Heidelberger Urgeschichte noch lange nicht. Erst viele Jahrtausende später ließen sich hier Menschen dauerhaft nieder, diesmal als Bauern der Jungsteinzeit. Was sie hier vorfanden und wie sie lebten, erfahrt ihr im nächsten Video.